Hallo, heute machen wir ein ganz leckeres und gesundes Roggenbrot mit Sauerteig. Wir wiegen 520 ml Wasser ab. Dazu kommen 75 Gramm Sauerteig. Dazu gebe ich noch 10 Gramm Rübensaft, Goldsaft. Der lässt sich ja immer ein bisschen schlecht auflösen, deswegen habe ich ihn mit dem Sauerteig verrührt. Was ich allerdings das nächste Mal nicht mehr machen würde, weil der Sauerteig dann zu mild würde durch den Zucker. Aber das Brot war trotzdem lecker gewesen. Also tu das separat verrühren. So, das Ganze tun wir im Wasser auflösen. Gut verrühren, dass alles schön aufgelöst ist. Wir nehmen 600 Gramm Roggenmehl, Typ 1050. Natürlich wiegen wir das alles ganz genau ab und tun das Mehl einrühren. Natürlich könnt ihr auch die Maschine benutzen, aber dann nur den Teig gut vermengen und fertig, nicht lang kneten. So, das tun wir alles schön verrühren. Ich hole mir dann stückchenweise immer ein bisschen Mehl rüber und tue das schön auflösen. Das Salz nicht vergessen, zum Schluss kommen dann noch 12 bis 14 Gramm Salz rein. So, nach 24 Stunden sieht es dann schon mal so aus. Also so sollte der Teig auch ungefähr aussehen. Das ist so eine Gefühlssache, das muss man lernen, ich muss das auch noch lernen, wie das am besten muss sein, bevor man backt. So, ich tue den Teig ein bisschen einmehlen, so ganz leicht, und tue den zu einem Brotlaib formen. Ihr könnt aber auch hingehen und könnt das dann im Brotkasten backen. So, wenn ihr das dann soweit geformt habt, lässt ihr das nochmal eine Stunde ruhen. Solltet ihr eine Backform benutzen, dann könnt ihr das auch gleich in der Backform gehen lassen. Wenn das Volumen sich etwas vergrößert hat, könnt ihr dann backen. Backofen immer eine halbe Stunde vor, aufheizen 250 Grad. Das Brot wird 15 Minuten bei 250 Grad gebacken und die Restzeit wäre nochmal 45 Minuten auf 230 Grad. Gesamte Backzeit wäre dann eine Stunde. Und wenn ihr so ein Innentemperaturmesser habt, das Brot ist fertig bei 96 bis 98 Grad. Schmeckt super lecker, habe ich nicht gedacht. Ich werde es allerdings nochmal nachbacken. Es war eigentlich ein Test gewesen, aber es war so lecker. Und da habe ich gesagt, okay, mach ich nochmal ein Video von, aber ich backe das nochmal nach. Und dann werden wir gespannt sein, wie das Ergebnis wird. Viel Spaß beim Backen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.